Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern wirkt sich negativ auf die Arbeitswelt aus. Daher gilt es, die Gleichstellung von Frauen auch in Zukunft verstärkt zu fördern. Genau hier setzt unser nationales Projekt Women in Transport bei österreichischen Mobilitäts- und Forschungsunternehmen an, um dort Gleichstellungsmaßnahmen zu unterstützen. Dabei braucht es insbesondere auch weiterhin innovative Ansätze für mehr Vielfalt im Mobilitäts- und Forschungssektor. In Österreich wie auch in der gesamten EU ist derzeit der Frauenanteil im Verkehrs- und Verkehrsforschungssektor sehr gering. 2017 wurde auf europäischer Ebene die Initiative Women in Transport ins Leben gerufen. Österreich und das BMK hat sich bei Netzwerktreffen aktiv daran beteiligt und Anfang diesen Jahres auf nationaler Ebene eine eigene qualitative Befragung bei Unternehmen und Forschungsinstitutionen durchführen lassen. Wesentliches Ziel dieser Befragung war es, die gelebte Praxis kennenzulernen. Diese Interviewreihe hat gezeigt, dass in Sachen Gleichstellung noch viel Luft nach oben ist. Aber gleichzeitig scheint es gerade eine günstige Strömung für Veränderungen zu geben. Aus Unternehmensperspektive haben sich vor allem 3 zentrale Voraussetzungen für mehr Chancengleichheit herauskristallisiert. Erstens die Unterstützung des gesellschaftlichen Wandels, der Stereotypen aufbricht und verändert. Zweitens eine fortschrittliche Unternehmenskultur, denn aufgeschlossene Vorgesetzte ermöglichen flexiblere Arbeitsbedingungen und unterstützen damit insbesondere Karrieremöglichkeiten für Frauen, trotz Teilzeit und trotz Karenz. Und drittens eine verbindliche Gesetzgebung sowie mehr Anreize für Unternehmen, diese auch einzuhalten. Wir müssen definitiv größere Bemühungen setzen, um noch mehr Mädchen und Frauen für die Technik und die IT zu begeistern. Gerade in der Digitalisierung liegen die gut bezahlten Zukunftsjobs und diese gemeinsame Transformation müssen wir auch gemeinsam gestalten, Frauen wie Männer. Was macht der ÖBB-Konzern? Wir machen sehr viele Projekte mit Jugendlichen. Wir nehmen am Girls Day teil und wir machen gemeinsam mit großen IT-Unternehmen eine Woche lang das Girls Tech Camp. Ja, wir im Hochschulsektor haben eine eigene gesetzliche Verpflichtung, Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Gleichstellung zu setzen. Hierbei geht es in erster Linie darum, die Unterrepräsentation zu beseitigen. Wesentlich scheint es, dass ausreichend Ressourcen, Positionen und Stellen für das Thema zur Verfügung gestellt werden, um unter anderem auch ein aussagekräftiges Monitoring zu ermöglichen. Fortschrittliche Unternehmen mit einer offenen Unternehmenskultur zeichnen sich durch eine hohe Transparenz bei Karrierepfaden, Nachbesetzungen und Gehältern aus, aber auch durch eine offene Diskussionskultur bei Ungleichheiten und Unterschieden. Dafür haben wir in einem ÖBB-Konzern eine Diversity Charter, die konkrete Ziele festlegt, diese Ziele evaluiert und controllt und die Controlling-Berichte 2-mal im Jahr dem Top-Management zur Verfügung stellt, damit diese auch die richtigen Maßnahmen zur Anhebung des Frauenanteils setzen können. Seit 2011 legen wir alle 2 Jahre einen sogenannten Einkommensbericht, den wir weit über die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben hinaus auch als Personalcontrolling-Instrument nützen. Ergänzend haben wir entwickelt ein Rahmenkonzept unter dem Titel Female, das ein Akronym darstellt für Fördern, Entwickeln, Managen, Leisten und Evaluieren. Entlang dieser Rahmensetzungen planen wir unsere Maßnahmen und setzen sie erfolgreich um. Nach der bereits erfolgten Analyse der Interviews ist der zweite wichtige Teil unseres Projekts noch ausständig. Wir haben eine Art Workshop mit der Frau Bundesministerin und den CEOs der interviewten Unternehmen geplant. In diesem Rahmen möchten wir gemeinsam für die Zukunft weitere Gleichstellungsmaßnahmen in den Unternehmen festlegen. Geplant ist, dass diese Gesprächsrunden möglichst bald im nächsten Jahr stattfinden, allenfalls auch virtuell.
freue mich auf die Workshops zum Thema mehr Gleichstellung und den wichtigen Gedankenaustausch zu diesem gesellschaftsrelevanten Thema mit den CEOs von repräsentativen Leitunternehmen im österreichischen Mobilitäts- und Innovationssektor, um konkrete weitere Schritte zu setzen. Das ist mir auch persönlich ein großes Anliegen.